Hallo, in diesem Video möchte ich euch gerne ein paar Informationen geben über den Kabinenroller Lima Q3. Den Kabinenroller habe ich vor wenigen Wochen für meinen Vater erworben. Der Preis war insgesamt 6.749 € inklusive Versandkosten. Ich nehme euch nun gerne mit auf eine kurze Fahrt durchs Dorf. Hierbei erfährt ihr noch etwas mehr. Viel Spaß! Eins vorweg. Dies ist kein gesponsertes Video. Das Fahrzeug wurde offiziell erworben und dieses Video ist mein persönlicher Erfahrungsbericht. Vor 2,5 Jahren hatte mein Vater schon einmal einen Kabinenroller, mit dem er jedoch überhaupt nicht zufrieden war. Es war der EcoEngel 3000. Dieser hatte zu viele gravierende Mängel. Er wurde einmal gegen ein anderes Fahrzeug getauscht, dann aber letztendlich gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben. Hierüber hatte ich 2 separate Videos erstellt. Hier seht ihr, wie ich auf der Fahrbahn wende. Der Wendekreis ist relativ klein. Man kann in einem Zug wenden, ohne zu rangieren. Da mein Vater unbedingt wieder einen Kabinenroller wollte, hatte ich lange Zeit nach einem alternativen Fahrzeug gesucht. Der neue Kabinenroller sollte auf jeden Fall qualitativ besser sein als der vorherige. Es standen einige Modelle zur Auswahl, wie beispielsweise der Futura Groß A und Groß B, Econello Nelo 3.2 oder 3.3, der Stormborn V8 oder Y8, der W3 3.1 oder Luna 3 von Bleile Bikes und natürlich der Lima Q3. Ich habe mich dann letztendlich für den Lima Q3 von EQ Citymobil entschieden. Die Entscheidungsgründe waren folgende. Das Fahrzeug habe ich über einen lokalen Motorradhändler erworben, der auch eine eigene Werkstatt hat und mit der Firma EQ Citymobil zusammenarbeitet. Der Händler ist lediglich 20 Kilometer weit entfernt, was einen Vorteil bei Wartung und möglichen Reparaturen hat. Die Kontaktaufnahme und die Beantwortung meiner kritischen Fragen waren bei EQ Citymobil hervorragend. Ich fühlte mich gleich gut betreut. Also bestellte ich das Fahrzeug, den Lima Q3, für 6.499 € zuzüglich 250 € Transportkosten, somit insgesamt 6.749 €. Die Anlieferung erfolgte durch eigenes EQ Citymobil Personal bis auf den Hof. Der Fahrer kannte sich auch technisch mit dem Fahrzeug sehr gut aus, weshalb man auch noch etwas fachsimpeln konnte. Und jetzt schon mal vorweg, den Kauf haben wir jetzt nach 3 Monaten keineswegs bereut. Es ist wirklich ein tolles Fahrzeug. Und ja, es sind ein paar Details, die immer noch verbesserungswürdig sind. Aber es sind Kleinigkeiten, mit denen man leben kann. Das seht ihr alles in diesem Video. Dennoch möchte ich mit allen Punkten offen umgehen, damit mögliche Käufer wissen, was sie kaufen. Und vielleicht kommt das auch bei den Herstellern an, damit sie wissen, was zukünftig noch verbessert werden könnte. Das wäre schön für die zukünftigen Modelle. Bereits beim Öffnen der Tür und bei der ersten kurzen Fahrt wurde mir klar, dass dieser Lima Q3 keinesfalls mit dem damaligen EcoEngel 3000 vergleichbar ist. Der Q3 ist wesentlich stabiler und hochwertiger. Beim Schließen der Tür und beim Fahren klappert nichts. Er macht einen wirklich soliden Eindruck. Und der Hammer ist, der Lima Q3 hat einen Berganfahrassistent. Das ist eine Anfahrhilfe bei Steigungen. Bei der Artikelbeschreibung wird dies Anti-Rutsch-System für Berganfahrten genannt. Aber darunter konnte ich mir nicht wirklich was vorstellen. Die Funktion seht ihr später in diesem Video. Bei einer Geschwindigkeitsmessanlage an der Straße ist mir aufgefallen, dass diese eine wesentlich geringere Geschwindigkeit anzeigt als das Display im Fahrzeug. Das kam mir etwas seltsam vor. Deshalb habe ich das mal näher überprüft. Ich habe eine App verwendet, die mit GPS funktioniert. Und tatsächlich, die reale Geschwindigkeit ist einiges niedriger als die im Display angezeigte Geschwindigkeit. Der Kabinenroller erzielt eine maximale Geschwindigkeit von nur 41 km/h, im Display werden 46 km/h angezeigt.
Hier würde ich mir wünschen, dass die 45 km/h auch tatsächlich erreicht werden. Und diese Geschwindigkeitsdifferenz hat anscheinend auch Auswirkungen auf die angezeigten gefahrenen Kilometer. Ihr seht hier auf dem Mobiltelefon, ich bin tatsächlich 3,6 Kilometer weit gefahren, im Display werden 4,3 angezeigt. Hier ist die Differenz prozentual noch größer als bei der Geschwindigkeit. Nun komme ich zurück zu dem Berganfahrassistent, der in der Fahrzeugbeschreibung Anti-Rutschsystem für Berganfahrten genannt wird. Ich fahre hier eine Steigung hoch und halte an. Dann nehme ich beide Hände vom Lenker weg. Und siehe da, das Fahrzeug bleibt stehen. Es rollt nicht zurück. Zum Weiterfahren gibt man einfach Gas. Diese Funktion ist wirklich hilfreich. Bei dem ersten Kabinenroller war es so, dass man beim Anhalten am Berg eine Bremse gezogen lassen musste, um nicht rückwärts zu rollen. Aber mit dem Ziehen irgendeiner Bremse war das Gas elektrisch unterbrochen. Das heißt, man musste zum Anfahren den Gashebel etwas aufdrehen und dann die Bremse loslassen. Hat man das Gas etwas zu weit aufgedreht, machte das Fahrzeug einen Satz, weil es zu stark beschleunigte. Hat man das Gas hingegen zu wenig aufgedreht, rollte das Fahrzeug nach dem Loslassen der Bremse zurück. Nun die technischen Daten zu dem Fahrzeug, die zu dem Zeitpunkt des Kaufs auf der Internetseite des Händlers veröffentlicht waren. Das Fahrzeug hat einen 2500 Watt starken, bürstenlosen Elektromotor mit Anti-Rutschsystem für Berganfahrten. Die Bleigel-Batterie hat 72 Volt und 65 Ampere-Stunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h und die Reichweite wird mit 60 bis 80 km angegeben. Geladen wird an einer üblichen 230 Volt Haushaltssteckdose. Die Ladezeit beträgt 6 bis 8 Stunden. Das Leergewicht beträgt 264 Kilogramm und die Zuladung ca. 240 Kilogramm. Scheibenbremsen sind vorne und hinten. Es gibt eine zusätzliche Handbremse. Der Scheibenwischer hat eine Spritzwasseranlage. Elektrische Fensterheber sind an beiden Türen. Es gibt eine Zentralverriegelung mit Alarmanlage. Die Lüftung ist einstufig mit zuschaltbarer Heizfunktion. Die Rückfahrkamera hat ein Display, das im Armaturenbrett integriert ist. Es gibt 2 Klappfenster, eins am Heck und eins auf dem Dach. Das ist besonders für den Sommerbetrieb hilfreich. Es ist ein Multimedia-Modul verbaut mit Bluetooth, FM-Radio und MP4-Player. Die Türen sollen sich 90 Grad weit öffnen lassen, was leider nicht stimmt. Der Fahrersitz lässt sich verstellen. Die gesamte Beleuchtung besteht aus LED-Leuchtmittel. Das Fahrzeug ist für 2 Personen zugelassen. Ihr seht hier die Anlieferung des Fahrzeugs durch eigenes Personal des Händlers. Mein erster Eindruck von dem Kabinenroller war schon recht gut. Ich konnte es nicht abwarten, das Fahrzeug von der Schutzfolie zu befreien. Und musste gleich feststellen, das scheint gar nicht so einfach zu sein. Die Folie ließ sich zwar gut abziehen, aber es blieben immer noch Reste hängen, wie ihr hier sehen könnt. Das war nahezu in allen Bauteilen, die mit der Folie eingepackt waren. Im Herstellungsprozess wurden einzelne Bauteile in Folie eingepackt und mit der Folie dann weiter verschraubt. Das ist leider nicht optimal. Um die Folie am Sitz vollständig entfernen zu können, musste ich den Sitz ausbauen.
Eigentlich eine unnötige Arbeit. Nach minimalem Lösen der Schiene ließ sich die Folie in diesem Bereich gut entfernen. Und da durch den ausgebauten Sitz die Batterien frei zu sehen waren, überprüfte ich die Festigkeit der Batterieklemme. Ich wusste von dem ersten Kabinenroller, dass dort einige Batterieklemmen locker waren. Und siehe da, die erste Klemme war nicht fest. Daraufhin musste ich natürlich alle Batterieklemmen prüfen. Die restlichen Klemmen der vorderen Batterien waren fest. Dann öffnete ich die Abdeckung unter der Rückbank, um an die hinteren Batterien zu gelangen. Hierzu mussten nur 3 Schrauben gelöst werden, dann konnte die Abdeckung entnommen werden. Hier waren dann auch alle Batterieklemmen fest. Die Festigkeit der Batterieklemmen ist deshalb so wichtig, weil hierüber ein relativ großer elektrischer Strom fließt. Wenn eine Klemme locker ist, dann führt das zu einem großen Übergangswiderstand und zu einer Erwärmung der Kontaktstelle. Das kann im schlimmsten Fall auch einen Kabelbrand auslösen. Hier seht ihr übrigens die Hauptsicherung, über die der gesamte Strom fließt. Also falls irgendwann mal gar nichts mehr gehen sollte, dann erstmal diese Sicherung prüfen. Ein paar Rundumansichten des Fahrzeugs. Die vorderen Scheibenbremsen, ein Blick unter das Fahrzeug. Hier sind die hinteren Scheibenbremsen zu sehen. Man sieht auch von unten die Batterie. Das heißt, der Fahrzeugaufbau ist von unten her nicht ganz wasserdicht aufgebaut. An der Rückseite des Fahrzeugs ist die Ladesteckdose unter der Klappe. Hier das mitgelieferte Ladekabel. Hier ist die Nummernschildbefestigung zu sehen. Damit hatte ich erstmal ein bisschen Arbeit. Denn die originale Nummernschildhalterung ist anscheinend nur für große Motorradnummernschilder gedacht. Das kleine Nummernschild auf die vorgesehene Halterung zu schrauben, hätte bedeutet, ich muss erstmal 2 Löcher bohren. Außerdem wäre der Halt auch nicht besonders gut gewesen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, eine kleine Halterung selbst zu bauen, um die vorgesehenen Befestigungslöcher benutzen zu können. Ich finde, das sieht doch wesentlich besser aus. Mitgeliefert werden 2 identische Fahrzeugschlüssel inklusive Funkfernbedienungen. Das Fahrzeug kann mit dem Schlüssel oder der Fernbedienung geöffnet werden. Der Schlüssel muss zum Öffnen im Uhrzeigersinn gedreht werden, also gerade andersherum als bei PKWs üblich. Aber da gewöhnt man sich dran.
Die Tür soll der Herstellerangaben zufolge 90 Grad geöffnet werden können. Ihr seht hier, das ist nicht der Fall. Ich schätze mal, es sind ca. 50 Grad. 90 Grad muss jetzt auch nicht sein, aber ein bisschen weiter wäre schon vorteilhaft. Die Tür fällt auch oft wieder alleine zu. Hier wäre ein Einrassen in der letzten Öffnungsstufe von Vorteil, so wie man es von den PKWs kennt. Dann sieht man hier, dass der Fußraum im Mittelbereich relativ eng bemessen ist. Man muss den rechten Fuß immer schräg stellen oder anheben, um ihn durchzubekommen. Im unteren Bereich ist auch die Sicherung. Manchmal kommt es vor, dass man mit dem Fuß versehentlich und unbemerkt die Sicherung ausschaltet. Dann wundert man sich erstmal, warum sich das Fahrzeug nicht starten lässt. Hier wäre eine andere Position für die Sicherung hilfreich, beispielsweise hinter oder neben dem Sitz. Dann würde man auch etwas mehr Freiraum vor dem Sitz bekommen. Mein Vater hat sich mittlerweile schon etwas an den engen Fußraum gewöhnt. Dennoch fände ich hier eine Verbesserung ganz hilfreich. Zum Aussteigen sind am Dach oben 2 Handgriffe angebracht, die ganz nützlich sind. Nun zum Innenraum. Die elektrischen Fensterheber machen einen sehr soliden Eindruck. Das kenne ich auch anders. Hier ein Blick auf den Lenker mit allen Bedienelementen. Der Kabinenroller wird nur mit beiden Händen bedient, also genau wie ein Motorrad, ohne Beteiligung der Füße. Auf der rechten Seite ist der Gashebel und natürlich einer der beiden Bremshebel. Dann der Schalter für den Scheibenwischer und darunter ein Schalter für das Abblendlicht. Dieser Schalter ist jedoch ohne Funktion. Das Abblendlicht ist immer eingeschaltet. Das finde ich auch ganz gut so. Unter dem roten Schalter ist noch die Hupe. Auf der linken Seite ist der rote Schalter für den Blinker. Darunter wieder die Hupe. Die gibt es also auf der linken und auf der rechten Seite. Darüber der Schalter für das Fernlicht. Weiter oben der Schalter bzw. der Taster für das Wischwasser. Und natürlich der Bremshebel. Hier seht ihr die beiden Handgriffe am Dachhimmel, die ganz nützlich beim Aus- oder Einsteigen sein können. Hier ist das Multimedia-Bedienteil zu sehen. Daneben eine 12-Volt-Steckdose. Und auf der rechten Seite ist das Zündschloss. Übrigens ist der Fahrzeugschlüssel nicht zwingend notwendig, um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Das kann auch alles mit der Fernbedienung erfolgen. Hier ist der Schalter für den Warnblinker. Rechts oben der Schalter für die Lüftung einzuschalten, leider nur einstufig. Also immer volle Power, was auch nicht ganz leise ist. Und darunter der Schalter für die Heizung. Die Heizleistung bringt leider nicht viel. Also es darf hier nicht erwartet werden, dass man den Innenraum warm aufheizen kann. Der runde Drehschalter ist für den Fahrbetrieb einzustellen, als Rückwärtsgang, Vorwärtsgang und Neutralstellung. Nach dem Einschalten der Zündung startet der Bordcomputer. Dann sieht man das Display mit Anzeige für Geschwindigkeit, gefahrene Kilometer, Batteriespannung, eingeschaltetes Licht, gezogene Bremse und SOC. SOC steht für State of Charge und bedeutet den Batterieladestand in Prozent. Beim Einlegen des Rückwärtsganges schaltet das Display um auf die Rückfahrkamera. Es ist also kein separates Display notwendig. Leider gibt es im Display Spiegelungen von den Armaturen, die in Silber ausgeführt sind. Hier wären schwarze Armaturen besser, sie würden die Spiegelung reduzieren, auch wenn sie nicht ganz so edel aussehen würden. Ich schalte hier die Lüftung ein. Sie ist etwa so laut wie ein Hafen. Verstellbare Luftauslässe sind beidseitig. Oben unter der Frontscheibe sind feste Luftauslässe. Mit Betätigen der PDC-Taste wird die Heizung zugeschaltet. PDC ist Englisch und bedeutet Passiver Temperaturkoeffizient. Auf Deutsch heißt das Kaltleiter und beschreibt die Art der Heizung.
Hier wird der Wandblinker eingeschaltet, was dann auch im Display angezeigt wird. Hier seht ihr die Entriegelung und Verriegelung der Feststellbremse. Diese dient dazu, das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Die Hupe kann beidseitig bedient werden. Dieser Lichtschalter ist ohne Funktion. Das Abblendlicht ist dauerhaft eingeschaltet. Hier seht ihr das Einschalten des Scheibenwischers. Hier das Fernlicht, was auch im Display angezeigt wird. Hier der Tastschalter für das Spritzwasser. Der Scheibenwischer läuft sehr ruhig und stabil. Mit der Taste rechts oben am Multimedia-Tool kann das Display umgeschaltet werden. Es stehen 3 verschiedene Ansichten zur Auswahl. Alle Ansichten zeigen letztendlich die gleichen Parameter an, nur in unterschiedlichen Darstellungen. Der Lima Q3 hat auch ein Innenlicht oben am Dachhimmel. Doch dies lässt sich leider nur nach Einschalten der Zündung anschalten. Schaltet man das Licht ein und dann die Zündung aus, dann geht auch das Licht wieder aus. Das ist schade. Der Lima Q3 hat 2 aufstellbare Klappfenster. Hier ist das eine an der Heckseite zu sehen. Das Öffnen geht recht einfach. Es ist nur der Klappmechanismus zu lösen und nach außen zu drücken, bis er einrastet. Das zweite Klappfenster ist am Fahrzeugdach und lässt sich genauso öffnen. Zum Auffüllen des Wischwassertanks befindet sich auf der rechten Seite eine Öffnung. Ich befülle hier das erste Mal und lasse das Wasser ganz langsam über einen Trichter reinlaufen. Das war aber nicht ganz einfach. Es lief einiges an Wasser nebendran, wie man deutlich sehen kann. Hier muss ich beim nächsten Befüllen schauen, wie man das besser machen kann. Eigentlich eine einfache Sache, aber scheinbar doch nicht. Alles nass. Nass. Nun zu dem Multimedia-Tool. Links oben wird es eingeschaltet. Es startet immer zuerst mit dem Radioempfang, der aber leider keiner ist, weil man nicht einen einzigen Sender reinkriegt. Dann kann man rechts oben die weiteren Quellen auswählen. Hier habe ich einen USB-Stick mit ein paar Lieder für meinen Vater. Mit den beiden Tasten V+ und V- kann man die Lautstärke einstellen. Ein kurzer Tastendruck links oben schaltet den Ton stumm. Es können auch Geräte über Bluetooth gekoppelt werden. Jetzt ist das Radio eingeschaltet. Ich starte den Sendersuchlauf. Aber leider kein einziger Sender zu empfangen. Schade eigentlich. Im Bereich vorne rechts unten sind die Sicherungen zu finden. Ich wollte mir das mal anschauen. Mit den bloßen Händen war das Fach nicht zu öffnen. Ich musste ein Werkzeug verwenden.
Dann habe ich die Sicherungseinheit herausgezogen, aber an die Sicherung kommt man immer noch nicht. Hierfür benötigt man dann einen Kreuzschlitzschraubendreher. Das heißt, ohne Bordwerkzeug kommt man hier nicht weiter, aber Bordwerkzeug ist erstmal nicht Bestandteil des Fahrzeugs. Jetzt zeige ich euch das Licht und nehme euch mit auf eine Nachtfahrt. Wie hier zu sehen ist, hat das Abblendlicht eine gute Ausleuchtung. Aber das Fernlicht leuchtet nicht höher als das Abblendlicht. Es leuchtet nur einen kleinen Bereich ganz vorne stärker aus. Hier ist das Fernlicht eingeschaltet und ich werde erstmal nicht geblendet davon. Ich muss schon weit nach unten gehen, um die Blendung zu sehen. Hier fahre ich auf einem Feldweg mit eingeschaltetem Fernlicht. Das könnte einiges höher eingestellt sein. Auch das Abblendlicht könnte etwas höher eingestellt sein, um die Sichtweite zu vergrößern. Das Rücklicht ist gut zu erkennen und das Bremslicht ist sehr hell. Die Ausleuchtungsintensität ist sehr gut, das heißt, der Bereich, der ausgeleuchtet wird, ist auch schön hell. Die vorderen Blinker gehen in dem Scheinwerfer fast unter. Hier wäre ein Blinker integriert im Außenspiegel von Vorteil. Wenn das Innenlicht eingeschaltet ist, kann man den Fahrer gut erkennen. Nun eine Fahrt bei Regen. Der Scheibenwischer funktioniert gut. Nach der Fahrt überprüfe ich, ob alles dicht ist. Im vorderen Bereich alles okay. Und hinten? Oh, da kam wohl etwas Wasser ins Innere. Ich hatte mir dann die Türdichtungen angeschaut, aber da scheint alles okay zu sein. Also woher das Wasser kommt, kann ich bis hierher noch nicht sagen. Nun zum Laden und zu dem Stromverbrauch. Ich bin insgesamt 43,7 Kilometer weit gefahren. Achtung, das ist die angezeigte Reichweite. Die tatsächliche ist wahrscheinlich knapp 20% geringer. Das hatte ich ja schon weiter vorne in diesem Video festgestellt. Ich schließe das Ladegerät an. Die Leistung steigt allmählich, bis etwas über 800 Watt. Nach einigen Stunden ist die Batterie wieder voll geladen, was auch an der Anzeige im hinteren Innenbereich zu erkennen ist. Aber der Standby-Stromverbrauch liegt bei ca. 30 Watt. Das heißt, ihr solltet das Ladegerät nicht unnötig lange angeschlossen lassen. Insgesamt wurden 2,7 Kilowattstunden geladen. Bei der zurückgelegten Strecke von 43,7 Kilometer
entspricht das einem Stromverbrauch von etwa 6,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und Stromkosten in Höhe von etwa 2,50 € pro 100 Kilometer bei angenommenen 40 Cent pro Kilowattstunden. Die Differenz reale Strecke zur angezeigten Strecke habe ich hier nicht berücksichtigt. Ein Resümee. Der Lima Q3 ist ein sehr empfehlenswertes Fahrzeug. Er ist solide aufgebaut, weist eine ordentliche Verarbeitung auf und er fährt sich sehr gut. Er läuft sehr sanft an und ruckelt nicht. Er hat einen kleinen Wendekreis. Man kann auf der Fahrbahn wenden, ohne zu rangieren. Hervorzuheben ist die Berganfahrhilfe. Im Sommer wird man sich über die beiden aufstellbaren Dach- und Heckfenster erfreuen. Die Anlieferung durch eigenes Händlerpersonal ist erwähnenswert. In dem Video habe ich aber auch ein paar Schwachstellen erwähnt. Da wäre sicherlich das ein oder andere noch verbesserungswürdig. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Punkte zusammenfassen. Die elektrischen Kontakte, insbesondere die Batterieklemmen, sollten vor der Auslieferung auf Festigkeit überprüft werden. Die Folierung sollte verbessert werden, damit man nicht Bauteile ausbauen muss, um die Folie vollkommen entfernen zu können. Vor dem Sitz in der Mitte wäre etwas mehr Platz zum Ein- und Aussteigen von Vorteil. Die Geschwindigkeit von 45 km/h sollte erreicht werden. Die Tür sollte nach dem Öffnen offen stehen bleiben, idealerweise einrasten, um das Einsteigen und Beladen zu erleichtern. Ein Einschalten der Innenraumbeleuchtung mit dem Öffnen der Tür wäre sehr empfehlenswert, damit bei Dunkelheit das Zündschloss gefunden werden kann. Die Reflexionen in der Windschutzscheibe durch die hellen Armaturen sollten verringert werden. Das Abblendlicht und Fernlicht könnte höher eingestellt werden. Da kein Radioempfang möglich ist, sollte dies verbessert werden. Eine Kennzeichenhalterung für kleine Mofa-Kennzeichen wäre wünschenswert. Das Einfüllen von Wischwasser sollte verbessert werden. Eine zweite, schwächere und somit leisere Lüftungsstufe wäre super. Die Sicherungen sollten idealerweise ohne Werkzeug zugänglich sein. Die Regendichtigkeit muss gewährleistet sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein paar interessante und hilfreiche Informationen geben und euch in der Entscheidungsfindung für die Auswahl eines Kabinenrollers unterstützen. Vielen Dank für euer Interesse und allzeit eine gute und sichere Fahrt.